Das alte Pantheon beinhaltet 12 Götter: Diadil, Göttin des Himmels; Azredak, Gott des Aderlasses; Oema, Gott der Ernte; Pyrabella, Göttin der Fruchtbarkeit; Numen, Gott der dunklen Dinge; Grul, Gott der Wesen des Waldes; Imrios, Gott der Meere; Elenestria, Göttin des Glücks; Oporos, Gott der Gesundheit; Murlik, Gott der Traumwelt; Tartilia, Göttin der Totenwelt; und Devara, Göttin des Lichts. Wir wissen von diesen 12 Göttern, da sie in einem der Texte des Tree of Skills aufgezählt werden, aber sie sind nicht die einzigen Götter in der Welt von Salt und Sanctuary. Vor ihnen gab es in beinahe jedem Stamm oder Dorf eine eigene Religion, die je nach Region bestimmte Bäume, Naturgeister oder Ähnliches verehrte. Die letzten Überreste dieser Art der Gottesanbetung finden wir im Glaubensbekenntnis der Steinwurzeln. Die Steinwurzeln werden auch als Wald- oder Holzgeister bezeichnet, und auffällig ist ihre Affinität zu Giften aller Art und ihr Geschick in der Alchemie. Sie haben sogar durch Alchemie einen der Bosse, denen wir im Spiel begegnen, erschaffen. Die Steinwurzeln sind aber die einzige Gruppierung, die wir kennen, die noch immer an dieser alten Form der Naturreligion anhängt. Mit dem Sesshaftwerden der Menschen kristallisierten sich mit der Zeit das alte Pantheon mit den 12 Göttern heraus, und normalerweise wurde hier Devara als die Göttermutter verehrt. Die anderen der 12 wurden unter dem Begriff Devaras Licht zusammengefasst. Die Kuppel des Vergessens war wohl einst eine Kathedrale des Lichts, die durch Al-Asadir, dem obersten Priester des Lichts und Stimme ihrer Stimme, gemeint ist in diesem Fall Devara, zu dem wurde, was sie nun ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Weitere Anzeichen für Devara sind der Kleriker und der Paladin, die als Startklassen beide eine Rüstung tragen, die sie als Gläubige Devaras identifiziert. Es ist eine Theorie, dass Devara die kerzenerleuchtete Dame ist, die wir im Spiel treffen können, aber es ist eine eigene Geschichte für sich selbst, da es hier keinerlei handfeste Beweise zu geben scheint. Die Priester Devaras verbreiteten ihren Glauben meist durch Heilung mit ihrem geweihten Wasser und wurden oft als arm beschrieben, da sie auch ihr letztes Geld in diese Heilsalben stecken würden, um auch den letzten Armen und Bedürftigen zur Hilfe kommen zu können. Doch auch die 12 mit Devara an ihrer Spitze sind nicht mehr die neueste Religion in Salt und Sanctuary. Nach einiger Zeit begann ausgehend von Askaria sich eine neue Religion, der Glaube an die drei, an den Richter, den König und den Ritter auszubreiten. Lässt der König die Gesetze, an die sich alle zu halten haben, und sein weltlicher Ursprung, der Ursprung für diese Gottfigur, ist König Ericho der Strenge, ein Adliger Askarias. Der Richter entscheidet, wann die Gesetze des Königs gebrochen sind, und für ihn wissen wir nicht, wer sein weltlicher Ursprung ist, da er nicht namentlich erwähnt wird. Der Ritter vollstreckt das Urteil des Richters. Sein weltlicher Name ist uns bekannt, er hieß Sir Amar der Rechte oder Ordentliche und kam anscheinend auch aus Askaria. Doch der Glaube an die drei wurde von Askaria ausgehend in einer Art Glaubenskrieg verbreitet und ist damit nun die am weitesten verbreitete Religion in Salt und Sanctuary in der, ich nenne es mal, heutigen Zeit. Wir sehen dies aber auch daran, dass sobald wir auf der Insel ankommen, uns Jared fragt, welcher Religion wir angehören, wobei sein erster Vorschlag die Religion der drei ist. Es ist also wahrscheinlich, dass er annimmt, dass wir am ehesten an die drei glauben und deswegen diese als erste Option uns nennt. Doch der Glaube an die drei ist nur auf dem Papier wirklich so weit verbreitet. Es ist wahrscheinlich, dass die zwangskonvertierten Gebiete immer noch an ihre alten Götter glauben. Außerdem wird in einer der Geschichten aus dem Tree of Skill, nämlich der Pension Pilgerreise, erwähnt, dass Paladine und Kleriker Devaras mächtigere Kräfte und Fähigkeiten besaßen, als sie ein Gläubiger der drei je hätte erhalten können. Die drei sind also in irgendeiner Weise anscheinend keine wahren Götter, wie es die 12 waren. Dies bestätigt sich, wenn wir ihre untoten Überreste in der Krypta der toten Götter finden. Ihre Waffen verraten uns hier einiges darüber, was ihre Rolle in all dem war, was bisher geschehen ist und was vor allem ihre Rolle jetzt ist. Wir kennen aus der Beschreibung der Trinitätspatichet, dass die Kraft eines Gottes von dem Glauben und den Gebeten an ihn abhängt. Der Zustand der drei, in dem wir sie vorfinden, liegt nahe, dass sie, wenn überhaupt, nur noch von wenigen einzelnen Verehrern verehrt werden. Doch wir haben ja ein Sanctuarium der drei auf unserer Reise gefunden. Wie ist dies also möglich? Wir erfahren hierzu vom Trinitätsgroßschwert, dass die drei anscheinend schon seit längerem in diesem Zustand sind und dass die Gebete, die an die drei gerichtet wurden, nicht von diesen empfangen wurden, sondern von einer dunkleren Macht, die im Hintergrund auf dieser Insel ist. Die drei scheinen also eng verwoben mit dem Namenlosen zu sein, aber dazu werde ich mehr erzählen, wenn ich mich dem Namenlosen selbst widme. Doch die drei sind nicht die einzige neue Religion. Nachdem die Eroberungen Askarias im Namen der drei bekannt wurden, erklärte das Dorianische Konzil des Stahls,
dass der Wille der Menschen größer sei als jeder Gott und dass einzig dies das wäre, was es wert wäre, verehrt zu werden. In einer gewissen Weise wissen wir auch, dass dies stimmt, da wir bei den drei gesehen haben, was geschieht, wenn ein Gott keine Hilfe von den Menschen bekommt und die Menschen sozusagen ihren Willen nicht zur Verfügung stellen. Die Menschen, die sich der Idee des Konzils anschlossen, wurden als die Eisernen bezeichnet. Ironischerweise bildete sich auch hier ein kirchenähnliches System heraus, mit allem, was dazugehört, an Schriften, Symbolen und Klerikern. Es ist also die Frage, ob es einen eisernen Gott gibt, der diese Gebete erhört und ob wir diesen kennen. Doch für diese Theorie fallen mir passend keine Kandidaten ein, die dieser eiserne Gott sein könnte, und somit bleibt es eine offene Frage, ob es einen eisernen Gott wirklich gibt. Wir wissen also bisher von den Steinwurzeln, den 12, oder auch Devaras Licht genannt, den 3 und die Antireligion der Eisernen. Wer Salt und Sanctuary selber gespielt hat, kennt diese Richtungen, da diese Sanktuarien diejenigen sind, die man sicher auf seiner Reise findet. Aber es gibt noch 3 weitere Glaubensrichtungen, die man zwar nicht finden muss, die aber auf jeden Fall existieren. 3 verborgenen Religionen sind das Haus Splendor, die Schützer von Feuer und Himmel und der Orden des Verräters. Das Haus Splendor bietet hierbei 2 Götter an, die außerhalb der bisherigen Religionen liegen. Gilbeal, Gott des Weines, und Axigal, Gott der Visionen, auch bekannt als der Narr und der Prophet. Die Anhänger des Hauses von Splendor haben eine Krankheit, die sich Greyrot nennt und die zu einer Art zombieartigem Verfall führt. Sie sind leicht erkennbar an den goldenen Masken, die sie zu jeder Tageszeit auf ihren Gesichtern tragen und nie ablegen. Sie ehren diese ewige Schönheit des Goldes und achten sie um einiges höher als ihr vergängliches, verrottendes Fleisch. Außerdem haben sie ein anderes Magieverständnis als die anderen Religionen. Es ist aber wahrscheinlich, dass sie trotzdem die normalen Kräfte von Feuer und Himmel nutzen, ohne dies zu wissen oder es einzusehen. Die Schützer von Feuer und Himmel sind keine wirkliche Religion, wenn man es streng nimmt, sondern glauben eher an eine elementare Urkraft, die in der Welt verwoben ist. Sie nutzen diese Kraft, um Magie zu wirken. Diese Energie kommt entweder von Diadel, der Gott des Himmels ist, oder das gewobene Netz könnte durchaus eine eigene Energiequelle sein. Also Q13 schlägt außerdem Murdiela Mal, einen der Bosse des Spieles, als die Beherrscherin dieser Kraft und somit als die Göttin, in Anführungszeichen, der Schützer von Feuer und Himmel vor. Unterstützt wird dies dadurch, dass Murdiela Mal keinerlei Salz hinterlässt, wenn sie stirbt, was darauf hinweist, dass sie kein Salzgeborener ist, sondern eine Kerzenlichtseele, ein Erkennungszeichen eines wahren Gottes. Aber hier fehlen Beweise, es ist also nicht sicher, ob dies der Fall ist. Die Schützer von Feuer und Himmel sind allesamt Magier und nutzen die Magie für die Blitze und Feuerwelle, die man von Magiern erwartet, aber können sie auch zur Heilung von Verletzungen einsetzen. Als letzte Religion kommt die wohl am besten versteckteste, die auch am ehesten wirkt wie eine dunkle geheime Veranstaltung, der Orden des Verräters. Es ist nicht viel über diesen Orden bekannt, außer dass sie Azredak, den Gott des Aderlasses aus dem 12-Götter-Glauben, anbeten, allerdings nur ihn alleine und nicht die anderen 11. Außerdem sehen sie die Welt als von Devara zur Verdammung verurteilt und beten deswegen Azredak an, da er das Urteil verstrecken soll. Warum sie einen Gott anbeten, der alles vernichten wird, ist nur auf den ersten Blick unverständlich. Die Gläubigen, die wir auf der Insel treffen, sind großteils aus Dresden, was vermuten lässt, dass diejenigen, die durch Hexenjagden, schwarze Magie oder Kriege alles verloren haben, nicht dem Orden anschließen, da sie entweder wünschen, dass diese Welt untergehen soll, oder dass die ihnen das Leid zugefügt haben, Gleiches erleiden sollen. Azredak ist der Verstoßene der 12 Götter, und so ist er wahrscheinlich auch der Ursprung des Namens des Ordens, da er vorhat, die anderen 11 zu verraten. Eine andere Theorie ist es, dass der Namenlose der Verräter ist und von den anderen Göttern auf der Insel eingesperrt wurde. Ein weiteres Argument für diese Überlegung wäre, dass der Namenlose nun hinter dem Glauben der 3 zu stehen scheint und dieser Glaube ja dazu genutzt wurde, um Devaras Licht zurückzudrängen. Es ist allerdings unwahrscheinlich in meinen Augen, dass er der Gott des Verrates ist, da ihm die Seele zu fehlen scheint, die ihn zu einem richtigen Gott machen würde, diese mystische Kerzenlichtseele. Andersherum gesehen wäre genau dies aber auch ein guter Grund für einen Verrat und Hass auf die anderen Götter. Wir wissen nun also, welche Götter die Menschen in Salt und Sanctuary verehren und wann diese Götter zeitlich entstanden sind. Außerdem wissen wir, dass ein Gott nur mit Anbetern oder Gebeten, die ihm gewidmet sind, überleben kann. Er ist also in gewisser Weise sogar sterblich.
Hier sehen wir, was dem Namenlosen fehlt. Er hat weder eine offizielle Religion, die ihn anbetet, noch hat er die genannte Kerzenlichtseele, die ihm diese Sterblichkeit gewähren würde, in gewisser Weise auch eine Gnade. Er scheint wie wir ein Salzgeborener zu sein, also verdammt zum ewigen Leben. Aber er und seine Insel sind ein Thema für sich. Falls es euch gefallen hat, lasst doch ein Like oder ein Abo da. Und wenn ihr eigene Theorien oder Wünsche für weitere Lore-Videos habt, schreibt es mir doch in die Kommentare. Das Thema muss gar nicht Salt und Sanctuary sein. Solange das Spiel genug hergibt und mich interessiert, bin ich für alles offen. Wir sehen uns in der nächsten Folge.